Nachdem das letzte Q&A bei euch so gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, wir machen nochmal eins und ich hatte euch vor 1 oder 2 Tagen auf Instagram gebeten, beziehungsweise wir hatten euch gebeten, uns Fragen zu stellen und wie ihr sehen könnt, ich bin nicht bei mir zu Hause, wir sind heute bei ihr. Und ja, sie sucht jetzt gleich mal die Fragen raus bei Insta und ich würde sagen, wir fangen einfach auch direkt an. Die erste Frage ist, wieso ist Mary in deinen Videos? Ja, das ist eine Frage, die kommt gefühlt zu 30%, also ziemlich viele von den Fragen. Das Ding ist, wir haben tatsächlich vorher schon viele solche Projekte, sage ich mal, zusammen gemacht, aus eigenem Interesse, weil wir Spaß dran haben. Wir können auch gleich mal einfach einen von ihren Rechnern zeigen, also sie hat auch 2 ziemlich coole Rechner, quasi der Privatrechner zum Zocken. Den haben wir auch zusammen gemacht, das war das erste System, was wir zusammen mit Hardtubes gemacht haben, auch eine richtig geile Kiste und dann noch ihren Arbeits-PC, den können wir dann vielleicht auch noch zeigen. Wollen wir das gleich mal machen? Ja, machen wir gleich. Okay, dann gehen wir gleich mal hoch. Wir haben jetzt mal eben schnell die PCs hier unten aufgebaut, dass man die auch schön sehen kann. Ja, also kommen wir erstmal kurz zum Gaming-PC. Das ist der erste, den wir zusammen so gebaut haben. Der ist schon echt geil geworden. Also ihr seht, Hardtubing-System mit einem Evolve Flow Edition. Also haben wir oben die Löcher für Radiator oben und auch in der Front, dass eben die Belüftung relativ cool ist. Also das liebe ich an dem Gehäuse einfach sehr. Und wir haben innen drin ein Skylake X basierendes System. Da muss ich mich übrigens korrigieren. Da habe ich euch angelogen im letzten Video. Unabsichtlich. Ja, ich hatte in Erinnerung, dass wir einen 729X reingebaut hatten, aber es war tatsächlich nur der 10-Kerner, also 7900X. Übrigens wollte ich auch irgendwann mal noch Kabelkämme verbauen. Das habe ich ihr irgendwie 6 Monate lang versprochen oder wie lange und habe es nie gemacht. Ja. Deswegen hatet mal nicht gegen meine Kabel bitte. Die habe ich selbst gesleeved übrigens und habe mir dann geschworen, das mache ich nie wieder. Das dauert einfach so lange, die Kabel von Hand zu sleeven, aber es sah einfach cool aus und wir haben vorher sonst keine Kabel gefunden in schwarz-pink. Wir haben gefrostete Tubes, was sie haben wollte, wo ich mir ehrlich gesagt am Anfang nicht sicher war, was aber mittlerweile anscheinend Trend wird und wirklich sehr, sehr geil aussieht. Wir haben auch einen gefrosteten Ausgleichsbehälter, dass es dazu passt. Wir haben links auch einen Ausgleichsbehälter Distroplate Mischmasch, was wir selber gemacht haben, also seht ihr auch das Fox-Logo. Und auch das ist mit gefrostetem Acryl. Ansonsten seht ihr innen drin natürlich schön viel RGB, Weihnachtsbaum, passend zur Jahreszeit. Und das ist hier noch mein kleiner süßer Arbeits-PC. Da drin habe ich einen Ryzen 2400G, 16 GB RAM, eine Capture Card und eine kleine AIO. Und natürlich schön Weihnachtsbaum beleuchtet, wie Roman es gerade schön genannt hat. Ja, ich würde sagen, damit sind wir durch mit den PCs. Jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen, warum wir diese Leidenschaft so teilen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit den Fragen weiter. Ja. Sollte ich meinen Ryzen 7 2700X und RTX 2080 Founders Custom wasserkühlen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also rein aus technischer Sicht hast du keinen wirklichen Vorteil, wenn du das machst. Also eine 2080 kannst du nicht wirklich höher takten, wenn du die Wasser kühlst. Die Leistungsaufnahme sinkt ein bisschen, weil die GPU kälter wird unter Last. Bei der CPU ist es ähnlich, da ist aber die unterschiedliche also die gesunkene Leistungsaufnahme nicht so stark. Das heißt, bei der CPU bringt es noch weniger und die Ryzen lassen sich generell einfach wirklich sehr, sehr schlecht takten. Das heißt, auch da hast du keinen Vorteil, was jetzt rein die Performance angeht, aber natürlich ist es viel effizienter, es ist viel schöner und vor allem viel leiser, was mir eigentlich persönlich am wichtigsten ist. Dann die nächste Frage. Habe Angst, eine CPU zu köpfen, aber du machst es ja andauernd. Ist da schon mal etwas schief gegangen? Auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich den Daily Diamond entwickelt habe, weil ich damals, ich glaube, das war ein 4770K oder 3770K, also das ist schon länger her. So eine CPU habe ich damals mit der Rasierklinge geköpft, wie man es damals eben gemacht hat, oder mit dem Schraubstock. Schraubstock habe ich damals auch eine CPU gekillt, weil ich die CPU zu schräg in den Schraubstock gepackt habe und dann ist eine Ecke von der Platine abgebrochen. Das war aber nicht so wild, weil das war nur so ein kleiner Celeron irgendwas, also das war nicht so schlimm. Aber beim 3770K mit der Rasierklinge reingeschnitten und dann ging nur noch ein RAM-Kanal, das war nicht so prickelnd, also fand ich nicht so geil, deswegen so bin ich dann auf die Idee gekommen, den Daily Diamond zu machen. Und auch wenn ich jetzt neue Generationen von Daily Diamonds bringe, also jedes Mal, wenn ich eine neue CPU-Generation bekomme, Intel schickt mir die neuen CPUs vor dem Launch, dann schaue ich mir die an, überlege ja, kann ich die wieder köpfen, lohnt es sich und wie kann ich die köpfen, dann muss ich es ja immer ausprobieren, ich weiß es nie, wie die CPU darunter aussieht, das muss ich selber immer rausfinden, zum Beispiel 9980 XE habt ihr von mir gesehen vor ein paar Wochen, da war es eben dann so, habe ich geköpft,
die Teile abgerissen, ist die CPU kaputt, ja. Und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Also 6950X war schon so ein Fall, 5950X war das, glaube ich, war es auch so ähnlich. Die habe ich alle wieder hinbekommen, deswegen war es jetzt nicht ganz so kritisch, aber ja, ich habe schon viel kaputt gemacht in der Hinsicht, damit eure Sachen weiterleben, ja. Was wolltest du als Kind immer werden? Tatsächlich nichts mit PCs. Also ist die Frage, wann. Als Kind wechselt man natürlich immer, was man werden möchte. Ganz früher möchte gefühlt jeder Astronaut werden. War bei mir auch so. Dann wollte ich tatsächlich zur Bundeswehr, ich wollte Helikopterpilot werden. Also da war ich so 17, 18 wollte ich das machen. Und bin auch dann zur Bundeswehr gegangen, habe aber nur meinen Wehrdienst gemacht, weil ich dort festgestellt habe, ich habe eine relativ starke Farbsehschwäche. Und dann haben die gesagt, Pilot mit Farbsehschwäche, nein, du bist raus. Dann bin ich bei der Bundeswehr auch in die IT-Einheit gekommen. Und ja, da habe ich immer mehr gemerkt, ja, IT ist einfach so ein bisschen mehr mein Ding. Dann habe ich mich entschieden, ich möchte irgendwie in die Richtung von dem, was ich mache, irgendwie arbeiten. Also ich habe das schon lange als Ziel vor Augen gehabt, natürlich nie genau gewusst, wo das endet. Aber ja, ich wollte als Kind nicht das werden, was ich jetzt mache. Kann man bei euch ein Praktikum machen, also vielleicht direkt bei dir? Direkt bei mir ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich bin halt auch viel unterwegs, beziehungsweise nicht so viel bei CaseKing und deswegen direkt bei mir ist es schwierig, aber ihr könnt bei CaseKing in der Systemintegration, also das ist der Teil, wo die PCs gebaut werden, da könnt ihr könnt natürlich euch auch bewerben, wenn ihr in der Richtung was arbeiten wollt. Da suchen wir auch immer Leute, falls ihr Bock habt in der Richtung und da könnt ihr auch ein Praktikum machen, das ist auf jeden Fall möglich. Falls ihr da was sucht, geht einfach mal zur Seite von CaseKing, unten auf Jobs und dann findet ihr das dort auch. Dann ist hier noch eine schöne Frage. Zockt doch mal gegeneinander. Wir zocken eigentlich immer gegeneinander. Also Stimmt. Switch, Mario Kart, Mario Party, das sind zwei geile Spiele. Mario Kart gewinnt meistens ich, Mario Party gewinnt meistens sie. Das ist die Frage, ich meine, ich habe auch vorhin so eine Frage gelesen, wann ich mal wieder streame, allgemein so eine Streaming-Sache. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, ob ihr das überhaupt wollt. Ich habe früher mal 1 oder 2 Streams gemacht, auch mal ein Live-Q&A. Ist bei mir halt auch ein bisschen schwierig, weil ich ja auch viele Leute habe, die nur Englisch sprechen oder aus dem internationalen Raum kommen und ich kann halt ein Live-Q&A nur auf einer Sprache machen. Das habe ich damals probiert, es war ein bisschen tricky, weil ich gesagt habe, zu einer Zeit mache ich Deutsch und dann mache ich danach auf Englisch. Das hat die Hälfte dann nicht verstanden und deswegen war das ein bisschen schwierig, aber die Frage ist, wollt ihr sowas sehen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Denkst du, die Leaks über den Ryzen 9 3800X, 5,1 GHz, 16 Kerne, stimmen oder weißt du es schon? Das ist natürlich so eine Frage, muss ich wieder aufpassen, was und wie ich das sage, aber ich halte 5,1 zumindest mal, was Standardtakt angeht oder alltagsstabil, für etwas viel. Es wird wahrscheinlich möglich sein, wenn man die CPU übertaktet. Mit welchen Kühlmethoden kann ich nicht genau sagen, aber ich würde zumindest mal davon ausgehen, dass wir so 5, 6, 7% Taktsteigerung sehen können, maximal vielleicht 10% verglichen mit den aktuellen Ryzen-Generationen. Das ist jetzt, ich sag mal, meine persönliche Einschätzung. Du arbeitest oft eng mit Herstellern zusammen. Bist du da überhaupt noch objektiv? Das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall objektiv. Auch die meisten Videos, die ich mache, also es gibt ganz, ganz wenige Videos, die quasi bezahlte Werbung sind. Ich glaube, ich habe das in meiner YouTube-Karriere 2-mal gemacht. Wenn das so ist, dann weise ich auch darauf hin. Also dann würdet ihr eingeblendet sehen, irgendwie dieses Video enthält bezahlte Promotion, das seht ihr dann. Ansonsten sind alle Videos, die ich mache, wirklich auch meine eigene Meinung. Also ich teste und das, was ich dann als Ergebnis sehe, das präsentiere ich. Es ist natürlich oft so, dass es schwierig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit Asus zusammenarbeite und gebe denen viel Feedback, die geben mir viel zurück, ist natürlich so. Ich bekomme auch viele Samples von denen, ich bekomme aber natürlich auch von anderen Herstellern viele Samples und da ist es natürlich kritisch, wenn ich dann das mir geben lasse und dann online nur bashe. Das ist natürlich relativ schwierig. Deswegen ist es meistens so, dass das große negative Feedback, sollte es mal so sein, in der Regel immer direkt an den Hersteller zurückgeht. Das heißt, wenn ich ein Mainboard bekomme, irgendwas funktioniert nicht, dann gebe ich das immer an den Hersteller direkt zurück, gebe denen auch immer die Chance, das auszubessern. Viele Sachen kann man zum Beispiel mit dem BIOS-Update beheben. Finde ich auch fair, also es ist auch so, sehe ich auch oft bei anderen YouTubern, die bekommen ein Sample und dann testen die das und sehen, irgendwas funktioniert nicht und dann präsentieren die das direkt als Ergebnis.
halte ich auch nicht unbedingt für fair. Also wenn ich sehe, irgendwas funktioniert nicht, gebe es zurück an den Hersteller, der fixt es und danach funktioniert das, haben wir ja alle was davon, weil wenn wir einfach nur bashen, da gewinnt eigentlich keiner. Es gibt aber auch mal so Ausnahmen, wie zum Beispiel das gut bekannte X299 VRM-Desaster. Da habe ich einfach 1 bis 2 Jahre lang gegen Wände geredet. Da habe ich schon bei X99 war das, bei vielen Boards Probleme gesehen und habe das an die Hersteller zurückgegeben, an alle. Und habe dann eben gesehen, okay, diverse Hersteller sagen einfach, ja, wir sehen, dass es kritisch werden kann in gewissen Situationen, aber zum Beispiel sieht es einfach optisch gut aus. Und wenn man das dann immer zurückgibt und sieht, es passiert einfach nichts und es geht dann irgendwann in eine Richtung, wo es kritisch wird, dann musste ich halt was tun. Das war auch der Grund, warum ich das X299 Video damals gemacht habe. Mir war auch klar, dass es wirklich schwierig werden wird, weil ich da auch ein bisschen so, sagen wir, die Brücken abbrennen kann zu den Herstellern. Das passiert sehr, sehr schnell. Zum Glück ist es bei mir so, dass alle Hersteller gut damit klargekommen sind letztendlich. Also es hat ein bisschen gedauert, bis sie sich erholt haben, aber letztendlich alles wieder gut. Ja, ich würde sagen, zusammengefasst, ich bin auf jeden Fall objektiv. Ich würde euch auch nichts präsentieren oder verkaufen wollen, was scheiße ist, weil da habe ich auch nichts davon. Da leidet dann mein Ruf darunter und das will ich auch nicht. Roman, was hältst du von RGB? Ich würde sagen, was hältst du von RGB? Ist wahrscheinlich einfach zu beantworten. Ich habe dich gefragt. Nein, also ich liebe RGB, wenn es bunt ist, schön leuchtet. Außerdem kann man es doch auch so seiner Frau, Freundin besser verkaufen, wenn es hübsch aussieht. Ja, ich würde sagen, damit lasse ich die Frage einfach mal so im Raum stehen. Nein, RGB kann schon schön sein. Ich habe es in meinem eigenen PC auch, habe nur keinen Weihnachtsbaum, sondern habe es einfach immer einheitlich blau leuchtend. Ich nicht. Ja. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.